geht, ihr Kürbisköpfe? Ich hoffe, euch geht's gut. Und wie ihr euch vorstellen könnt, war das Video hier ursprünglich mal als Halloween-Special geplant, aber wenn ihr mal aufs Datum schaut, hat das Ganze nicht so wirklich geklappt. Und das hat auch seinen Grund, denn im Verlauf dieses Experiments gab es einige Wendungen, weshalb ich einfach mehr Zeit gebraucht habe, um das ganze Material für euch zu sammeln. Und was dabei genau passiert ist, das seht ihr jetzt. Seit jeher sind viele Menschen vom Übernatürlichen fasziniert. Im Internet finden sich tausende von Foren, Blogs oder YouTube-Kanälen, die sich mit paranormalen Phänomenen beschäftigen. Die Frage ist also, schaffen es ein gelangweilter Skis, ein 7 Kilogramm schwerer Maine-Coon-Kater und ein kleiner Nähfaden, ein realistisches Fake-Geister-Video zu drehen, das dann als angeblicher Beweis für paranormale Aktivitäten im Internet kursiert? Das zumindest war der Plan. Und so wollte ich es anstellen. Das größte Problem bei Fake-Videos ist die unglaubwürdige Story. Wer stellt sich bitte grundlos eine Kamera ins Schlafzimmer oder filmt zufällig eine Straße, auf der rein gar nichts passiert, als diese dann plötzlich eine Art Erscheinung überquert? Damit mein Video viral geht, muss also nachvollziehbar sein, wieso da überhaupt eine Kamera läuft. Eine Kamera. Das zweitgrößte Problem ist definitiv das maßlose Übertreiben. Die meisten Geistervideos heutzutage sehen irgendwie so aus. Oh Leute, seht ihr das, was ich sehe? Das ist einfach ein Geist in meinem Badezimmer. Und scheiße, stinkt's hier auch. Lasst mal ein Like da, wenn ich dem Geist eine Frage stellen soll. Und ab 70.000 Likes mach ich mit dem Geist rum. Oh shit, ja, ich glaube, er hat mich gesehen. Guter Horror ist subtil und spielt sich in den Köpfen der Zuschauer ab. Es sollen also nicht irgendwelche Lichtgestalten durchs Bild laufen und Stühle durch die Wohnung fliegen. Es soll gerade nur so viel passieren, dass man davon ausgehen kann, dass es sich hierbei wirklich um echte Aufnahmen handelt. Die Hintergrundgeschichte ist ebenfalls schnell erklärt. Da unser Kater nachts in den letzten Wochen immer wieder in der Wohnung randaliert, haufenweise Sachen umschmeißt und uns aufweckt, habe ich mich dazu entschieden, sein Verhalten mit einer Überwachungskamera zu filmen, um es dem Tierarzt zu zeigen. Was ich jedoch am nächsten Tag auf den Aufnahmen vorfand, waren übernatürliche Phänomene. Um einen wirklich realistischen Look zu erhalten, habe ich mir von Amazon eine günstige Überwachungskamera mit Nachtsichtfunktion gekauft. Das sorgt schon ganz ohne übernatürliches Spektakel für einen gewissen Vibe. Der Ort des Geschehens sollte das Wohnzimmer mit offener Küche werden, denn von diesem kleinen Eckschrank aus hat die Kamera alles im Blick. Nun musste ich lediglich noch einige Gegenstände präparieren, die sich nacheinander wie von Geisterhand bewegen und in einem großen Finale sogar von der Küchenzeile fallen. Dafür habe ich einige Nähfäden an Gegenstände wie diese Blumendeko, den Autoschlüssel oder diesen was auch immer Metallkorb gebunden, um gleich während der Aufnahme daran zu ziehen, als wäre das Schnee im Sommer und ich Young Huren. Sorry. Ich lasse also die Rollläden herunter und drehe tatsächlich mittags ein Geistervideo im Wohnzimmer, während meine Nachbarn gegenüber Kaffee auf dem Balkon trinken. Als wäre das Schicksal dieses Mal wirklich auf meiner Seite, filmt die Kamera während der Takes auch den aufgewirbelten Staub auf dem Schrank, der dann tatsächlich genauso wie Orbs aussieht. Orbs sind laut der Szene sogenannte Geisterflecke oder Lichtwesen und gelten auf Aufnahmen unter anderem als Beweis für übernatürliche Aktivitäten. Dass es sich dabei jedoch nur um das Armutszeugnis einer ungeputzten Wohnung handelt, lasse ich dabei natürlich aus und freue mich über die kostenlosen Special Effects. Auch sind die Fäden aufgrund der Nachtsicht auf den Aufnahmen nicht zu sehen und ich muss sie somit nicht in der Post-Production wegretuschieren. Bisher läuft also alles perfekt. Das i-Tüpfelchen soll nun also der Kater werden, der auf die paranormalen Aktivitäten reagiert und auf den Aufnahmen nachweislich nicht dafür verantwortlich ist. Also schmeißen wir haufenweise Leckerlis durch die Wohnung an die Spots, an denen er mit den heruntergefallenen Objekten interagieren soll. Nachträglich schneide ich ihn dann perfekt getimed in die Aufnahmen der heimgesuchten Küchenutensilien. Ganz zum Schluss füge ich noch einen Timecode ein, schneide alle Clips schlecht zusammen und füge noch etwas Story in einer viel zu großen Schriftart hinzu, damit das Ganze sehr amateurhaft wirkt und man nicht davon ausgehen kann, dass der Ersteller dieses Videos großartige Kenntnisse im Bereich der Videoproduktion hat und es somit nicht bearbeitet ist. Et voilà, hier haben wir unser fertiges Fake-Geister-Video. Scheiße, bin ich fett, Alter.
Das Video mag zwar gut gelungen sein, doch der schwerste Teil kommt jetzt erst. Denn irgendwie muss ich nun dafür sorgen, dass das Video an die richtigen Leute kommt, sie überzeugt und dann viral geht. Und das möglichst schnell. Es musste doch möglich sein, mein Video ohne große Aufnahmekriterien und Wartezeit möglichst vielen Menschen zu präsentieren. Und plötzlich fiel mir genau die Plattform ein, die mir dabei helfen könnte. Reddit. Für alle, die hinterm Mond leben und Reddit nicht kennen, es ist mit fast 1,8 Milliarden Nutzern monatlich eine der meistbesuchten Webseiten und gilt als die Titelseite des Internets. Es gibt sozusagen tausende von Unterseiten und themenspezifischen Boards, also habe ich mich auf die Suche nach einer Sparte für Geister gemacht und siehe da, Reddit/Ghosts war mit 378.000 Usern eine perfekte Anlaufstelle. Und da die Plattform aktuell eine Testphase hat, in der man eine ausführliche Statistik zu seinen Posts erhält, war es einen Versuch wert. So Leute, ich habe jetzt das Video gerade auf Reddit hochgeladen. Das heißt, es sollten zumindest eigentlich nur Leute sehen, die auch wirklich an Geister-Content interessiert sind. Ich würde sagen, für heute war es das erstmal und die ersten Ergebnisse schauen wir uns morgen an. Wenn ihr mehr von diesen Videos wollt, dann solltet ihr diesen Kanal abonnieren, kommentieren, liken und teilen. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung alle wichtigen Links, um mich zu supporten. So Freunde. Es sind mittlerweile 12 Stunden vergangen und ich habe mir gedacht, ich schaue mal auf das Subreddit. Und mittlerweile wurde das Video knapp 95.000 Mal aufgerufen, über 85 Mal von der Seite geteilt. Der Beitrag hat es dort über Nacht auf Top geschafft, das heißt, er wird zwischen anderen Beiträgen hervorgehoben, weil eben entsprechend viel damit interagiert wird. Und entsprechend haben sich hunderte selbsternannte Geisteranalytiker, Geisterjäger in der Kommentarsektion zusammengefunden und nehmen das Video gerade auseinander. In der Kommentarsektion wird wild spekuliert. Viele sind der Meinung, dass es sich dabei wirklich um echte paranormale Aktivitäten handelt. Manche schildern ähnliche Erfahrungen und andere versuchen die Aufnahmen durch beispielsweise Mäuse zu erklären, die für das Bewegen der Objekte verantwortlich sein könnten. Es dauert nicht lange und das Video hat auf Reddit knapp 150.000 Aufrufe erreicht und wurde mittlerweile hunderte Male geteilt. Leider gab es auch Leute, die den Clip Frame für Frame auseinandergenommen haben und so sind ein paar echte Anfängerfehler zum Vorschein gekommen. Hier verschieben sich beispielsweise der Wäschekorb und die Leselampe zwischen den Takes. Außerdem habe ich vergessen, die Größe der Cam am unteren Bildschirmrand zu fixieren und so vergrößert sich die Schriftart über das gesamte Video hinweg. There's a mask right there, by the way, right? There's a mask in that area right there. Bro, I've zoomed in a bit. When the cat is looking at it, the mask is not there. Da ich nun quasi aufgeflogen bin, gehe ich nicht mehr davon aus, dass sich das Video noch weiter verbreitet. Aber immerhin haben sich gut 150.000 Leute das Video angesehen und einige gingen wirklich davon aus, dass es sich um echte paranormale Aktivitäten handelt. So, und damit wären wir jetzt eigentlich an dem Punkt, an dem ich mich für euch ans Video setze und mit der Aktion schon abgeschlossen habe. Und da ist mir die Idee gekommen, dass ja die meisten oder viele YouTube- und Reaction-Kanäle die Originalvideos gar nicht mehr verlinken und keine Credits geben. Und da habe ich ein bisschen Recherche betrieben, um zu gucken, ob das Video nicht doch auf der einen oder anderen Plattform aufgetaucht ist. Und seht selbst. A Reddit user named Bartanol shared a video on the Ghost subreddit in October of 2021, providing a bit of context along the way. Poltergeist versus cat. If you're about to blame some nighttime mischief on your pet, hold off for a hot minute and watch this. What is happening right now? As shown in the footage, the cat seems to be walking around, not touching anything. What the freak is that? The cat in the video proceeds to walk around the house when some seriously strange things begin to occur throughout the night. Okay, you have a ghost problem. Yeah, nah, cat, he's seeing stuff. And he looking like, what the fuck is going on? Whoa. I don't know, bro. This is looking kind of... I believe this more than seeing stuff. Yeah, you see the cat sees something. He looking like, alright. As soon as they either let the door open tomorrow for me to go outside, I ain't coming back. You thought it was your cat knocking stuff over. You see the orb just flew past? Oh, you seen that orb? Dude, did you see the size of that orb? What is the cat looking at? This is definitely a chilling piece of footage that'll give you the creeps. I believe that one more than any of them. I'll just go on and say it. Hell nah, fam, you tripping. Y'all better move out the house, bro. This one wakes the owner up, who calls his cat a pain, but after watching the video in the morning, we're sure he regrets that. Was this cat, as some Redditors suggest, just protecting her owner at night? I buy this one 100%. 100%. You could just tell by the cat's reactions, that is totally legit. I don't care what any skeptics have to say about that one. That's real footage right there. That is real paranormal activity.
Seit ich das Video nun online gestellt habe, sind knapp 2 Wochen vergangen. Bis heute hat das Video auf allen Plattformen bereits über 600.000 Aufrufe erreicht. Da viele Leute den Clip nutzen, ohne die Quelle zu verlinken, ist es schwer nachzuverfolgen, wo er bis heute überall aufgetaucht ist. Es kann also durchaus sein, dass wir das Video in den nächsten Wochen weiterhin auf allen möglichen Geisterportalen finden werden. Falls es irgendwo auftaucht und ihr es gefunden habt, schickt mir gerne mal eine Nachricht über Insta oder Twitter. Zu guter Letzt habe ich von vielen Leuten empfohlen bekommen, meine Wohnung aufgrund der paranormalen Aktivitäten segnen zu lassen. Um also jeglichen Spuk zu vertreiben, gehe ich auf Nummer sicher und kontaktiere mit meinem Problem verschiedene spirituelle Medien. So Freunde, ich habe jetzt gleich ein paar Online-Termine bei spirituellen Medien. Das Ganze ist auf Englisch, deswegen um reinzukommen, mache ich ganz kurz meine Sprachübung. The bratwurst does not taste like at home. Please refund my money. Are you sure this pretzel is without gluten? Gut, ich denke mal, das funktioniert schon ganz gut und dann würde ich mal sagen, schauen wir einfach mal, was passiert, ne? First off, thanks for taking the time. It seems like we do have some kind of ghost in our living room because we have made some disturbing recordings with our security cam. I don't deal with like ghosts. Oh, okay. Sorry, I don't deal with ghosts. Alright, so you have seen the footage I sent you before, and I would like to know, is there any way to find out whether the spirit is good or evil? Is the spirit in their living room good or evil? I mean, definitely with this card, this is the death card, so there is a spirit. I scratched out the word death on the cards so that my clients wouldn't get scared when they saw that, but Okay, that doesn't sound too good, I guess. Let's put it this way, I feel good spirits and 1 bad spirit. So I feel like 2 good spirits, one evil spirit. So I was told that I have an evil spirit in my home, and I was really hoping that you could bless my apartment if that's possible. Bless you with all the dark spirits in your home? Yes. Yeah, well, dark spirits cannot stand me. Okay, so let's alright, well, holy water, spritz, okay. Ward away all the dark spirits and all the demons around them, and most of all, please protect them with good health and protection and blessings so they can manifest their dreams and take away. Yes. Is there any kind of way to get rid of, like, just that evil one? Okay, what you can do to get rid of the evil spirit. I get rid of evil spirits in the home, but how I do it is I cast a circle with the 4 elements of earth, air, fire, and water. And I walk around the circle clockwise 3 times, put all the elements in the circle, a bowl of water in the west. Okay, so in the west. Like Kanye West? Please help my collective so we can ascend into the highest vibration and restore what's ours. And we can rise above our challenges just like the phoenix. Thank you very, very much. And tomorrow again, fighting! So Freunde, ich würde sagen, damit ist alles wieder beim Alten. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mal dabei seid und ja, ich würde sagen, dieses Projekt war auf jeden Fall ein voller Erfolg.